Streits mit stark narzisstischen Menschen in der eigenen Familie haben oft einen dramatischen Verlauf. Sie sind nicht selten sehr explosiv und am Ende des Streits weiß man oft gar nicht, worum es am Anfang eigentlich ging. Hi, ich bin Marie, schön, dass du wieder da bist. Heute gucken wir uns einmal dieses Thema an: Streit mit Menschen, stark narzisstischen Menschen innerhalb der eigenen Familie. Das kann sein, das können die Eltern sein, ein Elternteil, die Geschwister, vielleicht Großeltern, weitere Verwandtschaft auch, mit dem es da scheinbar immer wieder, auch manchmal aus dem Nichts, zu irgendwelchen sehr dramatischen Konflikten kommt. Das Ganze hat oft eine Dynamik, die wir uns neben den Punkten, warum es überhaupt zum Streit kommt, heute auch mal angucken. Wir gucken, warum streiten Narzissten innerhalb der Familie so, was macht das mit einem, wie kann man mit dem Thema Streit auch viel klarer umgehen, da auch souveräner einfach umgehen, um nicht aus jedem Streit zu gehen und sich dann immer total schlecht zu fühlen. Ihr wisst auch, bei mir keine Schwarz-Weiß-Sicht und kein Bashing. Dafür jeden Samstag frisches Video, frischer Content mit ganz vielen Tipps. Abonniere also gerne meinen Kanal. Verpasst du natürlich auch kein brandneues Video mehr hier. Und ihr wisst auch, ihr seid immer gerne eingeladen, hier unten auch zu kommentieren. Was sind eure Erfahrungen mit Streits? Lasst uns da gerne mal austauschen, wenn ihr mögt. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Das allererste ist der Grund für Streit. Ja. Diese Streits, wenn ihr mal genau hinguckt, kommen häufig gefühlt wie aus dem Nichts quasi. Ja. Manchmal ist auch ein Schweigen ein Start oder Sätze wie „Ich bin enttäuscht von dir". Manchmal passieren diese aber auch, wenn es gerade gefühlt besonders schön ist. So ist es zum Beispiel bei Mia. Mia hat ihre Eltern, also ihre Mutter, eingeladen. Ihr Vater hatte keine Zeit und ihre Schwester ein kleines Grillen veranstaltet. Sie ist nämlich gerade erst Mutter geworden, also das Kind ist jetzt schon ein bisschen größer und gedacht, jetzt macht sie es mal gemütlich. Die haben nämlich auch gebaut, die Mutter kommt, die Schwester kommt. Mia hat sich wirklich viel Mühe gegeben, die ersten Sonnenstrahlen, und freute sich so darauf, die gemeinsam zu genießen. Ja, man saß gerade so schön zusammen, da fing die Mutter Ursula wieder damit an. Sag mal, Mia, wie ist das eigentlich mit dem Bewerben jetzt bei dir? Wie ist der aktuelle Stand? Ach Mama, sagte mir, da ist es doch gerade so angenehm, so nett. Ich bin da dran, ich bin am Thema auch dran und ja, ich werde den Einstieg jetzt auch schon wieder schaffen. Es wird nicht leicht, aber ja, du hast ja auch gesehen, ich habe dir was geschickt da, auch per Mail. Ne? Ja, Mama, das ist total nett, dass du das geschickt hast. Aber du weißt doch, HR, ja, aber du schickst mir immer diese Behördensachen und du weißt doch, ich möchte gerne wieder in einen Konzern und möchte da eine Personalabteilung. Behörden sind da nichts für mich. Ja, Kind, aber dann hast du doch auch was Sicheres. Und plötzlich stieg ihre Schwester Claudia auch mit ein. Ja, ich muss sagen, du weißt ja, ich bin ja auch bei uns an der Stadt angestellt und es hat wirklich Vorteile. Also das ist auch wirklich, guck mal, was du jetzt auch schon mitmachen musstest. Und Mia, ja, fühlte sich unter Stress, fing plötzlich an, sich zu rechtfertigen. Das Thema hatten sie doch auch schon so oft. Sie führte sich auch in die Ecke drin und sagte, jetzt hört doch bitte auf, jetzt immer wieder damit anzufangen. Und plötzlich guckte sie ihre Mutter an und sagte, super. Ja, da will man dir einmal helfen irgendwie. Du sagst doch so oft, ich war manchmal nicht für dich da. Da will man dir einmal helfen, ja, schickt dir die ganzen Sachen, ja, und jetzt ist es wieder nicht richtig. Ganz ehrlich, also das finde ich auch, das trifft mich auch. Und die Mutter, ja, bekam fast Tränen in die Augen und Mia wusste gar nicht, was sie machen sollte. Ihre Schwester guckte auf die Uhr und sagte, weißt du was, ich denke, es ist jetzt auch besser zu gehen, Mama ist ja auch gestresst. Und so schnell war plötzlich diese angenehme Feier, Zusammensitzen vorbei und Mia fühlte sich die ganzen nächsten Tage schlecht und entschuldigte sich sogar bei ihrer Mutter, aber konnte sich gar nicht erklären, wie es zu diesem krassen Streit kam. Denn ihre Mutter wusste doch eigentlich, dass sie sich eben nicht bei der Behörde, sondern eher im HR-Bereich bei einem größeren Konzern gesehen hat. Das ist ein Punkt, ne? Gemütlich zusammensitzen. Jetzt komme ich gerade drauf, ich zeichne das Video gerade aus. Jetzt müssten die Ostertage also auch vor uns liegen. Und ja, das können auch so klassische Punkte leider sein, wo es dann gemütlich wird und plötzlich so eine Art Streit plötzlich entfacht und man da vielleicht auch aus Gewohnheit einsteigt und am Ende derjenige ist, der da scheinbar aber nur einen Streit verursacht hat.
Wenn man aber genau hinguckt, eben auch bei dem Grund für Streit, der scheinbar aus dem Nichts kommt, ist es oft auch so, wenn andere stark narzisstische Menschen auch innerhalb der Familie gekränkt haben. Ne? Da ist der Vater, der hatte Stress auf der Arbeit, einen Konflikt mit Kollegen und plötzlich kommt er nach Hause und es beginnt wieder ein Streit. Oder die Mutter hatte beim Yogakurs wieder einmal den Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt, hat deswegen einen großen Ärger wieder bekommen dort, kommt nach Hause, ja, und fängt plötzlich an, ja, mit den Kindern zu schimpfen und dort eben einen Streit zu provozieren. Oder die Schwester hatte Ärger mit dem Vermieter, weil sie wieder das Rad im Hauseingang geparkt hatte, was sie eben nicht sollte. Und ruft dann ihren Bruder an und fängt plötzlich wieder an, rumzustänkern um das Thema Erbe. Also das sind manchmal so Sachen, wenn ihr genauer hinguckt, dass diese Streits quasi aus dem Nichts kommen. Man denkt, es ist alles okay und plötzlich beginnt dieser Streit. Was auch ein Merkmal, finde ich, ist Banales, aus dem dann ein Streit gemacht wird. Das machen Narzissten eben auch. Man steht vielleicht irgendwie ganz nett zusammen mit der Mutter, irgendwie ist bei ihr zu Hause zu Besuch und die Mutter sagt, oh, ich war jetzt einkaufen, ich habe mir ein neues Kleid gekauft. Schau mal, ja, und zeigt das ihrer Tochter Annette. Und Annette sagt, ja, das ist total schön. Annette, soll ich dir auch so ein Kleid bestellen? Ich könnte das ist gar nicht so teuer. Würde dir doch auch stehen, oder nicht? Vielleicht aber auch in Grün eher. In Grün würde es doch, ja Mama, du, Grün, weißt ja, ist nicht so meine Farbe auch und ich mag Leinen auch nicht so gerne. Ja, weißt du, vom Stoff her. Aber du hast doch gerade gesagt, das heißt, du magst mein Kleid jetzt nicht? Ja? Ah ja, ist ja auch toll. Eben hast du doch noch gesagt, das sieht gut aus. Ja? Und plötzlich beginnt so ein merkwürdiger Streit. Also das ist etwas, das habt ihr auch ganz oft, ihr wisst auch da in dem Moment nicht, was habe ich denn eigentlich falsch gesagt? Und dann beginnt eben so ein krasser Konflikt mitunter, auch wegen so eines Kleides. Ja? Sind wir beim nächsten Oberpunkt, der Verlauf. Der Verlauf ist häufig, wenn ihr genau hinguckt, manchmal explosiv sozusagen, habe ich es genannt. Explosiv, aber leider oft eben hinter, gerade bei verdeckten Narzissten, hinter verschlossenen Türen. Gerade bei verdeckt narzisstischen Vätern, auch Müttern, habt ihr es, dass die nach außen hin sehr nett, sehr lieb, sehr unterwürfig wirken. Hinter den verschlossenen Türen sieht es aber ganz, ganz anders aus. Der Vater, der sonst immer unglaublich ruhig wirkt, flippt vollkommen aus und wird mitunter sogar handgreiflich. Also das ist natürlich ihr wisst ja, Narzissmus hat eine große Bandbreite, da kommen wir schon in den Bereich, der durchaus stark ausgeprägt ist. Ne? Oder es sind manchmal auch so explosive Verlagerungen, die da stattfinden. Ne? Da rastet irgendwie die Mutter vollkommen aus. Man geht mit ihr auf eine Theaterveranstaltung und da sitzt nun eine Frau auf ihrem Platz und die war sowieso schon nicht so gut drauf. Ne? Und dann geht sie dorthin und sagt, Entschuldigung, Sie sitzen ja auf meinem Platz. Und die Frau, die sitzt ja dann, ja, nee, das kann nicht sein, das ist doch mein Platz. Ja, wollen Sie jetzt hier mit mir diskutieren? Und die Mutter wird auf einmal irgendwie laut, es wird auch unangenehm und ihr Sohn, der Johann, sagt dann, Mama, ist doch okay, schau mal, ist nicht viel und in der nächsten Reihe wäre auch noch ein Platz. Johann, jetzt hör auf, das ist mein Platz, den haben wir reserviert, das ist die gute Reihe, ja, und wird dann plötzlich ja erstmal laut zu dieser Person, die da auf dem Platz sitzt und verlagert das Ganze eben auf Johann und es wird dann so, dass Johann dann in dem Moment komplett unter die Räder gerät und man das oft in solchen narzisstischen Familien leider hat, schon gewohnt ist und aus dieser Gewohnheit, also man schon Angst quasi vor diesen Momenten hat, schon das gar nicht mehr sozusagen macht, sondern versucht, die Dinge anders zu lösen. Dann explosiv vor dem Partner, Partnerin. Kann total, ihr wisst ja auch, Mann, Frau, wie auch immer ihr euch fühlt, ihr könnt bei mir alles tauschen. Ja? Und so ist es auch hier vom Partner beispielsweise. Ne? Vielleicht ist es so hier wie bei Franziska. Ne? Franziska hat ihrem Partner Marc schon gesagt, du Marc, pass auf,
meine Eltern, die sind ein bisschen anstrengend einfach auch, die können sehr schwierig sein. Und Marc konnte sich das immer eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Sagte immer, meine Eltern sind wirklich unglaublich nett. Und die Mutter, ja, die hatte irgendwie auch so Gefallen an Marc gefunden. Und Franzi war es manchmal auch schon unangenehm, weil ja, sie ihn immer so unglaublich drückte und ihm auch immer ja irgendwas mitgab. Und manchmal hatte sie sogar schon angerufen, um mit Marc zu sprechen. Ja, also war unglaublich nett. Ja. Und an Weihnachten saß man dann wieder zusammen und plötzlich, ja, als Marc dann auch sagte, dass er mit ihr zusammenziehen wollte, plötzlich rastete die Mutter aus. Sie wurde auf einmal laut. Ja, wie jetzt zusammenziehen? Wir haben dir doch gerade geholfen, deine Wohnung einzurichten. Jetzt wollt ihr zusammenziehen? Da passt doch wieder alles hinten und vorne nicht. Ja, muss das denn jetzt sein? Und plötzlich flippen diese Eltern vollkommen aus, beginnen einen riesengroßen Streit, zu dem es auch gar keinen Kompromiss gibt. Und der Freund weiß manchmal gar nicht, wie ihm geschieht, denn er ist wie auch ein bisschen zwischen den Rädern fast und kennt diese Seite der Eltern gar nicht. Der Franzi ist natürlich in dem Moment total unangenehm und entschuldigt sich danach sehr oft für ihre Eltern. Also das habt ihr manchmal auch, dass die plötzlich Seiten zeigen und man denkt, wow, was ist das denn? Dann kommen wir zum nächsten Punkt, dieses Explosive, so übergriffig, vulgär mitunter auch. Das ist auch eine Seite, die einfach nicht schön ist. Ne? Sie benutzen manchmal, wenn sie gar nicht mehr weiterkommen, Schimpfwörter. Wie kleine Kinder, müsst ihr mal drauf achten. Und das habe ich auch hier, obwohl der Vater beispielsweise Rechtsanwalt ist, ne? Und sonst immer peinlich genau auf die Sprache achtet, auf das Reden, auf so, auch wie er wirkt, wertet er hinter verschlossenen Türen den eigenen Sohn als Versager ab oder die Tochter als ich sage es jetzt nicht, ja, und macht die wirklich fertig und benutzt eben solche Wörter. Ne? Es wird eben abgewertet, nicht auf Augenhöhe kommuniziert, auch wenn diese Kinder, waren sie vielleicht da noch Kinder mit dem Vater, heute auch als Erwachsene, ist es nicht unüblich, leider gerade wenn man noch in engen Verstrickungen ist, wirklich von den Eltern noch beschimpft zu werden. Ne? Man beginnt dann leider sich zu rechtfertigen, gerät immer tiefer dort rein als Kind und auch selbst als Erwachsener. Das ist auch nochmal was, wenn ihr aus einem stark narzisstischen Elternhaus kommt, kann ich euch mein aktuelles Buch ans Herz legen, habe ich hier nochmal verlinkt. Da habe ich wirklich ja, einen ganzen Abschnitt, ganzen Bereich eben dazu, wie entsteht das überhaupt, lebt man in so einem narzisstischen Elternhaus, welche Rollen gibt es und wie kann man, ja, was macht das mit einem, wie kann man damit umgehen? Ja, und das ist eben leider auch sowas, dass man sowas natürlich mitunter miterlebt hat. Ist natürlich auch der extreme Bereich. Ja, das nächste finde ich auch ist der Verlauf. Ne? Es gibt diese, ich habe es hier genannt, miesen Vorwürfe, die aus irgendwelchen Schubladen noch gezaubert werden sozusagen. Ne? Es sind irgendwelche Vorwürfe von Themen, die von früher kommen. Ne? Ich habe dir damals geholfen und das ist der Dank, Madame, für den Hausbau, den Kredit, das Kinderhüten. Das ist das, was Michaela immer zu hören kriegt von ihrer Mutter Paula, weil ja, und immer in Streitsituationen holt sie das raus, dass sie ihr damals geholfen hatte. Ihr Mann hatte sie verlassen, ihre Mutter hatte ihr geholfen, aber sie hatte die Mutter auch einziehen lassen in ihr Haus dann, das sie danach hatte mit ihrem neuen Mann. Ja. Die Mutter wohnte da, sie musste auch nichts bezahlen, sie wurde auch integriert. Aber jedes Mal, wenn es zu einem Streit kam, kam eben genau dieser Vorwurf und sie fühlte sich wieder schlecht. Ja. Oftmals kommen in Streitsituationen auch, wenn man vielleicht mal eine Grenze setzt oder vielleicht auch etwas einfordert, das hätte ich, was du alles hast, hätte ich mal haben sollen damals. Du bist wirklich so undankbar. Ist auch oft ein Satz, der fällt, müsst ihr auch mal drauf achten. Von den Eltern, vielleicht auch von der Schwester, wenn man jetzt sagt, in Erbschaftssituationen beispielsweise, wenn ihr irgendwas einfordert, was euch absolut zusteht vielleicht auch, kommt dieser Punkt, dass ihr undankbar seid. Oh, ihr fühlt euch vielleicht auch sofort schlecht. Oder auch, ohne mich wärst du jetzt nicht da, wo du wärst, Fräulein, ist vielleicht auch der Satz, du bist vielleicht im Konflikt mit deinem Vater, der wieder etwas von dir möchte, du setzt vielleicht eine Grenze, sagst, aber das geht jetzt einfach nicht, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann jetzt nicht vorbeikommen und dir mit dem Gartenhaus da helfen, frag doch mal den Nachbar Erwin, kommt genau dieser Satz, zack, schlechtes Gewissen, weil der Vater ja so nett war, diesen halbjährigen Auslandsaufenthalt zu finanzieren, was ihn wirklich viel Geld gekostet hat, was er immer wieder rausholt.
holt. Also das habt ihr zum einen bei den Eltern, ihr habt es auch, wie gesagt, bei Geschwistern hatte ich eben auch schon angesprochen. Ich habe hier auch noch mal, bei Geschwistern habt ihr oft, du hast damals mit meinem Papa Geld für deinen Roller bekommen, du durftest Klavier spielen, ich nicht. Das sind manchmal Sachen, die plötzlich rausgeholt werden. Ihr habt einen aktuellen Konflikt mit eurer Schwester, weil es vielleicht darum geht, ist ja jetzt Ostern, ne? Wo kann man Ostern irgendwie gemeinsam hingehen oder so, und ihr macht irgendwie einen Vorschlag und dann geht es irgendwie darum, wie ihr das irgendwie vielleicht finanziell auch macht, ob ihr die Eltern einlädt oder so, und es passt irgendetwas nicht, geht davon aus, es wird sowas wieder genommen und ihr kriegt ein schlechtes Gewissen, weil ihr vielleicht wirklich ein bisschen mehr bekommen habt, das jetzt vielleicht auch seht, das auch nicht gerecht findet. Aber das passiert leider auch oft. Manchmal muss es aber auch gar nicht so sein, denn wenn ihr eine narzisstische Schwester oder Bruder habt, die fühlen sich eigentlich ständig benachteiligt. Im Übrigen habe ich narzisstische Geschwister, auch ein ganz spannendes Video hier und hier. Das nächste ist, ich habe es genannt, plötzliches Zusammenrotten. Ja? Das Wort Zusammenrotten passte irgendwie, wie ich finde, in diesem Moment, denn es ist wirklich wie so ein Rotten. Es ist nicht schön. Ihr habt das bei Streit sehr oft, dass ihr vielleicht denkt ihr eine narzisstische Mutter und euer Vater, das könnt ihr vielleicht nicht so ganz einschätzen, der war vielleicht nie da, eher so der ruhigere, aber in Streitsituationen konnte er plötzlich ganz anders und plötzlich rottete er sich sozusagen mit der Mutter zusammen und man fühlte sich immer, als würde man ja irgendwie wie überrollt werden von denen und total fertig gemacht werden. Die Kombination habt ihr manchmal aber auch mit Geschwistern vielleicht, die ganz unbeliebt sind, aber in manchen Situationen wird sich plötzlich mit denen wieder zusammengetan und man fühlt sich wie ausgeschlossen aus der Gruppe, oder hätte man im Streit was ganz Schreckliches gemacht. Das ist zum Beispiel bei Tommy so, ne? Tommy war im Wohnzimmer mit seiner Tochter, Mutter und Mutter Elfriede, und Mutter Elfriede gab Ella wieder Schokolade. Okay, das durfte sie auch, schließlich war sie die Großmutter, aber Tommy sagte dann, du Mama, die Ella hatte eben ja schon ein riesengroßes Eis, ne, und kriegt sie sonst wieder Bauchschmerzen. Ellalein, wir nehmen das mit, und dann kriegt sie das heute Abend, ne, Mama. Ja, aber lass ihr doch die Freude. Ella, so ein kleines Stück ist doch nicht so schlimm. Mama, aber, sagte Tommy dann, Ella, die hat doch kein Gefühl dafür. Du weißt, du könntest dir jetzt irgendwie 3 Kilo Schokolade hinstellen und sie würde es alles essen und nachher ist ihr im Auto wieder schlecht. Das hatten wir doch auch schon mal, ne? Sag mal, Ella, Elfriede fing wieder an, Ella, du magst es doch, guck mal, und fing an, die Schokolade auszupacken. Und Tommy redete mit Mama, lass doch, bitte. Und Elfriede erstarrte plötzlich und plötzlich guckte sie zur Seite und sagte, ja, ich meinte es doch auch nur gut, ja, ich möchte der Kleinen doch mal eine Freude machen, so oft sehe ich es doch nicht. Und Tommy sagte, Mensch, Mama, jetzt ist doch auch gut, du hast doch einen Tag mit ihr verbracht, sie hat da Eis und dann freut sie sich heute Abend über diese Schokolade und versuchte die Mutter irgendwie es ihr zu erklären, während Ella natürlich anfing, ein riesen Geschrei zu machen, weil sie natürlich jetzt diese Schokolade wollte. Und auf einmal kam der Vater ins Zimmer, der sonst sich immer im Hintergrund hielt. Was ist denn hier schon wieder los? Wie redest du eigentlich mit deiner Mutter? Wieso bringst du deine Mutter denn jetzt hier schon wieder zum Weinen? Du stresst sie. Sie hat dann wieder Bluthochdruck wegen dir. Und plötzlich eskalierte der Streit und Tommy wusste irgendwie gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Er verließ dann irgendwann die Wohnung und fühlte sich wieder schlecht. Dabei hatte er gar nichts so Schlimmes getan, sondern einfach nur seine Mutter darum gebeten, dass Ella das Stück Schokolade erst später essen würde. Ja. Dann mit anderen, eigentlich ungeliebten Verwandten, das könnt ihr manchmal auch erleben, dass in Situationen, sind wir wieder bei Erbschaftsthematiken, ne, die ungeliebten Verwandten, die vorher Tante Beate, die vorher ja wirklich die Persona non grata gewesen ist, mit der man auf gar keinen Fall Kontakt haben sollte, die jetzt aber sehr hilfreich sein konnte, um den eigenen Bruder zu bevorteilen, dass die dann plötzlich mit ins Boot geholt wird und dann plötzlich gegen andere Familienmitglieder geätzt wird. Also da müsst ihr eben auch immer aufpassen, weil ihr könnt euch da oft nicht drauf verlassen, dass Allianzen innerhalb solcher Familien, gerade wenn ihr einige stark narzisstische Menschen, ungesunde Menschen im Umfeld habt, dass die nicht, habe ich auch mal ein Video gemacht, Narzissten untereinander, das kann ich euch ans Herz legen, hier oben und auch hinten nochmal rein, dass die sich nicht plötzlich doch wieder zusammentun und man selber unter die Räder quasi gerät.
Ja, und dann ist es meistens so, dass es so eine Ausgrenzung und Schweigen gibt, als Bestrafung sozusagen und Zeichen eben auch der Kränkung und manchmal auch ein dramatisches Verlassen der Szene. Das hatten wir ja eben gerade schon bei diesem netten Grillen, da irgendwie, dass die Schwester sagt, ja, ich gehe jetzt, oder dass die Mutter auf einmal die Szene verlässt, plötzlich irgendwie aufsteht, dramatisch vom Tisch, nicht mehr da ist oder es andere laute Ausbrüche sozusagen gibt, Türen geknallt werden und der Vater, die Mutter, Geschwister vielleicht auch gehen. Ne? Es gibt am Ende ein krasses Schweigen häufig der Familienmitglieder. Ne? Manchmal sind sie so stark gekränkt, dass sie sich wirklich ewig sozusagen nicht melden. Und man fragt sich dann tatsächlich, vermissen die mich irgendwie gar nicht? Ist denen das gar nicht wichtig? Vor allem auch, wenn die Kinder dann anrufen, ne? Wenn ihr als Kind versucht anzurufen, versucht Dinge zu klären, ihr erreicht eure Mutter, eure Vater, eure Schwester nicht. Dann kann oftmals die Dynamik starten, dass man aus Angst wieder zurückrudert und sich aus Gewohnheit vielleicht auch entschuldigt. Vielleicht kennt ihr das gar nicht anders, auch als Kind, wenn es zu einem Konflikt kam. Ihr habt euch danach entschuldigt, die ganze Zeit entschuldigt, ja? Weil ihr immer das Gefühl gehabt habt, ihr seid schuld an diesem Streit, ihr seid die Ursache. Es gibt bei Narzissten ja schuldig, nicht schuldig. Und als Kind ist man automatisch oft bei ihnen leider in dieser Rolle des Schuldigen. Und als Kind glaubt man das natürlich auch, nimmt leider genau das an. Und wenn ihr Pech habt, habt ihr das wirklich auch übernommen bis heute. Ihr könnt es vielleicht auch ganz schlecht aushalten, diesen Konflikt zu haben. Es ist häufig auch so, dass diese Eltern dann eben Mist erzählen, habe ich sie genannt, in der Verwandtschaft, ne? Die sich dann meldet, mitunter auch die Verwandtschaft. Ne? Auf einmal ruft der Onkel Klaus an, mit dem man auch ganz gut konnte, ne? Und sagt dann, Mensch, deine Mutter, ne? Was ist denn da los bei deiner Mutter und dir? Und ja, du möchtest natürlich auch nicht über Familieninternas reden, wurde dir vielleicht auch immer gesagt, ne? Und dann bist du vielleicht doch unsicher und sagst, Mensch, tue ich meiner Mutter, meinem Vater da vielleicht doch Unrecht. Das Ende ist auch oft so, dass man sich unfassbar ärgert, dass man sagt, ey, ich habe meiner Mutter das doch schon so oft gesagt, ne? Mit diesem HR zum Beispiel, ne? Dass sie gesagt hat, Mensch, ich möchte gerne einen Konzern, warum macht die Mutter das nicht? Diese Vorwürfe, die immer wieder kommen, dass man sagt, Mensch, Mama, das habe ich euch doch schon so oft, das ist doch jetzt auch okay, ich möchte über dieses Thema vielleicht auch nicht mehr reden, ja? Oder auch mit Ella, da mit Tommy, ne? Dass Tommy sich auch ärgert, sagt, Mensch, wie kann meine Mutter der Kleinen trotzdem diese Schokolade da irgendwie immer geben wollen, obwohl sie doch auch weiß, dass es ihr da zu viel ist und der Kleinen auch nicht gut tut. Ne? Und das Ende ist manchmal auch, muss man auch sagen, ein blöder Spruch von stark narzisstischen Menschen, ne? So ein kleiner Scherz. Ihr wisst ja, der Humor von Narzissten ist ja einfach auch kein Humor. Ach, du bist ja noch jung, du musst ja noch viel lernen. Nach dem Motto, naja, das ist ja klar, dass du das irgendwie, dass du so streiten musst sozusagen. Ja. Die Gefühle nach so einem Streit oder auch in einer Streitsituation sind oft, dass man sich halt ausgegrenzt fühlt, ne? Gerade wenn sie sich so zusammenrotten. Man fühlt sich danach oft auch einsam, ja? Dass man sich so von der Gruppe quasi ausgeschlossen fühlt, gerade wenn man innerhalb von Familiendynamiken eine andere Meinung vielleicht hatte und da unter die Räder geraten ist. Ne? Man fühlt sich eben auch nicht genug, ne? Dass man die Mutter da auch wieder, dass man ne, mit diesem Job zum Beispiel auch, ne, dass man das doch nicht erreicht hat und ja, dass man auch nicht wirklich gut ist sozusagen. Man fühlt sich total gestresst, ne, durch diese Streits eben auch. Das macht natürlich was mit einem. Gerade, wisst ihr, wenn diese Triggerpunkte immer wieder dort von ihnen erwischt werden. Und die kennen euch einfach richtig gut. Ja, leider an dem Punkt, sie beschützen die nicht, sondern sie gucken einfach, ne, ich habe dir geholfen, du bist irgendwie undankbar, schau dir doch mal an, was du nicht kannst, ja, guck mal, deine Schwester musste wegen dir zurückstecken, du warst krank und deine Schwester musste, also das sind alles so Punkte, die einen natürlich auch stressen und deswegen kann man natürlich auch seine Auswirkungen dann haben. Dauerstress durch Narzissten, auch eben durch Streits, hat echt Auswirkungen. Auch dazu habe ich neulich einmal ein ganz spannendes Video gemacht. Schaut mal hier oben und hier unten auch verlinkt. Ne? Dann
große Ängste, die aufkommen können nach Streit, ne? Dass es halt nicht wieder gut wird, und das ist ein Streit und das ist das Ende. Narzissten sind ja, wie gesagt, sehr dramatisch, verlassen die Szene, du brauchst nie wiederkommen. Es ist eine sehr große Dramatik oft auch in der ganzen Sache. Und man hat wirklich Angst als Kind, Mensch, das wird nicht mehr gut. Meine Mama ist jetzt für immer weg und da spielt oft leider auch noch ganz viel anderes mit rein. Dann auch die Eltern werden krank durch Streit, habe ich hier noch geschrieben. Das täuschen sie oft vor. Hier hat deine Mutter hier schon wieder so Herzprobleme. Das kommt bestimmt durch dich, weil du dich mit ihr gestritten hast. Ne? Sagt vielleicht der Vater am Telefon, man fühlt sich total schlecht, dass die Mutter jetzt irgendwie mit dem Herzen Probleme, dabei hatte sie schon immer mit dem Herzen Probleme, weil sie einfach verdammt ungesund lebt und auch sich einfach nicht an den Ratschlag ihrer Eltern hält. Aber das ist auch etwas, das wird oft mit Streits verknüpft, dass man die Eltern nicht stressen soll quasi. Ne? Dieses Schweigen am Ende ist vielleicht kaum aushaltbar für einen selber, weil man sich da vielleicht auch so hilflos mitunter auch fühlt. Und es kann auch die Angst sein, habe ich hier noch mit Enterben, also das ist auch was immer gerne genommen wird. Wir enterben dich, du bekommst nichts. Ja? Dass man auch denkt, oh Mann, krass, ich habe doch auf so viel verzichtet immer die ganze Zeit, weil doch gesagt worden ist, ich bekomme auch was und das ist manchmal auch was. Warum reagieren Narzissten auch so extrem einfach, auch innerhalb von Streitsituationen? Sie sind einfach wahnsinnig schnell kränkbar. Ich habe euch das vorhin gesagt. Man sagt ihnen vielleicht einmal eine andere Meinung einfach auch. Sie sind woanders gekränkt worden, also haben selber vielleicht was nicht gut gemacht. Ne? Die Mutter hat ihren Yogakurs nicht bezahlt. Macht man ja nicht. Ne? Und anstatt zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, war jetzt nicht toll, dass ich jetzt darauf angesprochen worden bin, wird diese Kränkung wird dann woanders ein Streit provoziert sozusagen, um sich dann auch eben da zu entlasten. Streiten ist deswegen auch oft so dramatisch, wenn ihr Narzissten euch mal anguckt. Für Narzissten ist das oft alles wie so ein Gewinnen- und Verlieren-Spiel. Also bei denen gibt es Kategorien, Gewinner und Verlierer. Ja? Und man muss Gewinner sein aus diesem Streit und darf kein Verlierer sein. Wenn man sich genau mal anguckt, wie gesunde Streits ablaufen, es gibt keinen Gewinner und Verlierer. Es geht einfach darum, vielleicht über Dinge auch mal zu reden, auch mal durchaus einen Konflikt zu haben, aber das Ende kann auch so sein, dass man trotzdem noch eine unterschiedliche Meinung hat. Bei Narzissten in ihrer Schwarz-Weiß-Sicht aber oft absolut nicht möglich, wenn es sehr extrem ist. Konflikte, habe ich hier geschrieben, sind wie kleine Mini-Kriege sozusagen. Also wie gesagt, geguckt wird, welche Allianzen kann man da irgendwie noch schmieden. Und es wird oft sehr dramatisch. Sie können selber, wenn man hinguckt, einfach auch nicht streiten. Sie haben es erklärt vieles, entschuldigt nichts. Sie haben es selber nicht gelernt und führen das dann einfach oft weiter so fort. Und es geht einfach oft auch darum, dass man selber, jeder innerhalb der Familie versucht dann bei diesem Streit irgendwie nicht unter die Räder zu kommen. Stark narzisstische Menschen haben leider häufig keine Empathie. Sie sehen einfach nur ihre Vorteile. Und so ist es eben auch innerhalb von Streits. Ich muss auch sagen, um gut zu streiten, um Konflikte gut lösen zu können, mit ihnen umgehen zu können, Sichtweisen anderer zu sehen, ist da eine wichtige Kompetenz. Ja? Man muss sich mal in andere reinfühlen, reindenken, auch sehen, Menschen sehen Dinge vielleicht auch anders. Diese intellektuelle Kompetenz mitunter auch fehlt extrem narzisstischen Menschen oft, die leider aufgrund des Dunning-Kruger-Effekts aber denken, sie sind besonders schlau. Man glaubt das oft auch. Wenn man genau hinguckt, sind sie das oftmals gar nicht. Aber das ist eben auch oft das Problem bei Streits, dass man immer denkt, ich habe das jetzt schon so oft erklärt, ich verstehe gar nicht, dass sie das nicht verstehen. Ja? Wie gesagt, ohne dass es entschuldigend ist, aber sie können es vielleicht manchmal auch gar nicht verstehen. Was macht das mit einem? Ich habe es eben schon gesagt, das kann das absolute Gefühlschaos verursachen. Man verbindet Streit einfach auch immer sehr negativ. Ne? Und dadurch, dass man Streit so schlecht als Kind erlebt hat, vielleicht mit den Eltern auch noch heute erlebt, wird man, ich habe es hier genannt, zum Konfliktvermeider auf allen Ebenen. Das ist natürlich Käse, weil das öffnet Tür und Tor für stark narzisstische Menschen, die einen ausnutzen wollen die ganze Zeit, weil die das schon auch durchaus merken und dann eben machen. Und man selber fühlt sich halt immer schlechter, weil man natürlich nicht gut behandelt wird, wenn man keine Grenzen setzt. Man denkt halt permanent, dass man immer schuld ist an allen Konflikten. Gerade wenn ihr so aufgewachsen seid, immer quasi die Schuldigen innerhalb der Familie zu sein, dann
und dann vielleicht im schlechtesten Fall euch noch einen narzisstischen Partner, Freunde sucht, dann wird diese Konfliktsituation, die Streitsituation genauso sein, sehr ähnlich sein. Und ihr seid quasi wieder immer schuld und nehmt diese Rolle auch an. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das vielleicht mal zu erkennen. Man lernt leider nicht, sich gesund streiten und dieses toxische Streiten, ungesunde Streiten, dramatische Streiten ist quasi normal sozusagen. Ja, ist vielleicht normal in dem Moment, aber ist natürlich nicht wirklich gut, gesund. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was man da tun kann, wenn man das nicht mehr möchte und wie man da auch in Streits mit umgehen kann. Ja, erstmal was tun, Dynamiken bewusst machen. Ich habe euch eben erklärt, wie laufen diese Streits ab, wann kommt es dazu. Werdet euch dieser Dynamiken mal bewusst. Ich finde, wenn man das schon mal so sieht und da sieht, ey, da sind irgendwelche Muster schon fast dahinter, kann man da ein bisschen gelassener vielleicht mit umgehen. Aber natürlich auch zu gucken, welche Rolle habe ich innerhalb dieser Streits und sich auch bewusst zu machen mit dieser Schuldgeschichte. Vielleicht übernimmt man viel zu oft die Verantwortung, denn Schuld ist in dem Moment die Verantwortung für das nicht angenehme, nette Handeln vielleicht auch des Gegenübers und wird da quasi so zum Punching-Ball der stark narzisstischen Menschen. Also da sollte man wirklich mal gucken. Da könnt ihr auch mit dem Kanal mal stöbern, da gibt es auch ganz viel nochmal zu diesen Dynamiken, auch gerade zwischen Eltern und Kindern. Innerhalb des Streits eben auch klar und ruhig bleiben, ist mein Tipp auch für euch. Themenwechsel, habe ich es hier genannt, nicht mitzugehen. Ich habe euch eben gerade gesagt, da kommt man von Höcksken zu Stöcksken, also auf einmal werden die Themen verlagert, auf einmal wird von früher gesprochen, auf einmal das nicht mitzugehen, sondern zu sagen, okay, wenn es einen Konflikt gibt, ja, klar zu sagen, klar und ruhig bleiben. Sind wir zum Beispiel bei der Mutter, die da diesen übergriffigen Jobgeschichten, so sagen wir mal, weißt du was, ich kümmere mich darum, aber ich möchte jetzt darüber nicht reden, einfach auch vielleicht in dem Moment einfach nochmal kurz reinzugehen, irgendwas Neues zu essen zu holen und das Thema einfach auch zu verlagern. Das ist manchmal ganz, ganz schwierig, aber das kann man durchaus auch trainieren. Aufhören, sich eben so zu streiten, ja? Sich in diese Streitdynamiken zu begeben. Leute, das kostet echt Energie, das kostet Kraft. Wie gesagt, man kann auch lernen, schrittweise da einfach rauszukommen. Wenn ihr individuelle Tipps da braucht, könnt ihr auch super gerne immer anrufen. Videocall können wir uns das auch mal angucken. Grenzen setzen auch im Streit, klar und ruhig zu bleiben, ne? Das ist schwer, gerade bei Reizthemen. Und seid euch dessen bewusst, deswegen habe ich es auch vorhin schon betont. Gerade stark narzisstische Eltern, Geschwister, glaubt mal, die kennen euch richtig gut. Die wissen genau, was euch triggert. Die wissen genau, welche Themen bei euch sensibel sind. Leider schützen sie diese nicht, sondern gehen genau in Streits auch darauf ein, wenn ihr sowieso vielleicht schon aufgeregt seid. Versucht es zu sehen und steigt eben nicht darauf ein. Ja, und dann Grenzen zu setzen, ja, im Streit auch klar und ruhig. Zu sagen, ich möchte jetzt hier nicht, wir drehen uns hier im Kreis in diesem Streit. Ich denke, das macht keinen Sinn, das jetzt noch weiter zu diskutieren, ja, entweder das Thema zu verlagern oder wie gesagt, vielleicht auch zu gehen. Dann, wenn man Grenzen gesetzt hat, ja, das eben auch auszuhalten. Und das ist oft das Schwierigste, ne? Weil man eben den Ausschluss quasi aus der Familie fürchtet. Ja? Und ich glaube, sich dessen aber auch mal bewusst zu werden, im Worst Case durchaus mal durchzuspielen, okay, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr eingeladen werde an Weihnachten? Was ist, wenn ich nicht mehr Teil der Einschulungsfeier meiner Schwester, der Kinder werde? Zu sehen, okay, und die nicht mehr sehe, okay, dann ist es so, aber das auch eben auszuhalten. Dann das nächste ist, gesund streiten zu lernen. Und dazu habe ich ein Video, was ich euch jetzt hier hinten mal reinpacke. Da sind nur zu diesem Thema richtig, richtig viele Tipps. Dann Umfeld anschauen, ausmisten und neue Erfahrungen machen, habe ich es genannt. Ja? Das heißt, schaut euch echt mal an, wenn ihr aus eurem Elternhaus kommt, kann es halt, wie gesagt, sein, dass ihr Jobpartner, Freunde habt, die sehr ähnlich sind und auch dort ähnliches Streitmuster vorherrschen. Vielleicht in anderer, abgeschwächter Form, aber sie sind vielleicht relativ ähnlich. Mit solchen Leuten solltet ihr schauen, wollt ihr euch mit solchen Leuten im engen Umfeld wirklich eben umgeben, wo diese Streits so schwierig sind und ansonsten auch da klare Grenzen zu setzen. Emotional entspannter werden und sich quasi nicht in dieses Drama reinziehen zu lassen. Konflikte sind
klingt jetzt erstmal sehr, sehr leicht, ist manchmal ein bisschen schwerer, aber Konflikte sind eben kein Weltuntergang. Man wird von Narzissten immer, so, Konflikt ist immer gleich dramatisch, ist ganz schlimm. Es ist ganz, ja, nee. Es gibt eben Konflikte, so ist das. Und das ist auch okay und ich glaube, das auch ein bisschen entspannter zu sehen und da eben auch zu sehen und sich nicht in dieses Drama da irgendwie reinziehen zu lassen, sondern eher einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, nee, da mache ich quasi auch nicht mit. 3 Fragen. Das erste ist, hast du Narzissten im Umfeld, die so streiten, also innerhalb der Familie? Das zweite ist, was macht das vielleicht manchmal mit dir? Wie fühlst du dich nach diesen Streits? Und das dritte ist, wie kannst du da souveräner mit umgehen und auch souveräner streiten, da deine Grenzen setzen? Hier sind jetzt die erwähnten Videos. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Wie gesagt, jetzt, wo ich das Video drehe, gucke ich quasi auf Ostern, auf die Tage. Es soll zwar kalt werden, genießt die Zeit aber trotzdem. Lasst euch von niemandem stressen. Esst ganz viele Ostereier und genießt die Zeit. Bis nächsten Samstag. Ciao.